Das heutige Thema soll sein 6 gute Gründe, die für Paraguay sprechen, sofern du darüber nachdenkst, in 2023 auszuwandern. Paraguay. Pioniere. Bienvenidos a Paraguay. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute drehen wir einfach mal hier am Sonntag, am Abend am Strand von San Bernardino. So zwischen 6:30 und 6:30 etwa, wo hier buntes Treiben um uns herum ist. Es sind viele Leute, Spaziergänger. Auf dem See dort wird Wassersport getrieben. Die Ausflugsboote fahren teilweise raus, wenn sie gerade Passagiere haben. Junge Leute kommen mit ihren Autos mit solchen mordsmäßigen Lautsprecherboxen und machen Musik in einer Lautstärke, die jedem Ohrenarzt Freudentränen bereiten. Ja, das ist die Umgebung für heute und das heutige Thema soll sein 6 gute Gründe, die für Paraguay sprechen, sofern du darüber nachdenkst, in 2023 auszuwandern. Wir haben Februar 2023 und in Deutschland gibt es immer mehr Schwierigkeiten. Wir reden über Klimapolitik, wir reden über vielleicht Einwanderungspolitik, wir reden über das Thema Russland-Ukraine und es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Ideologie wichtiger ist als Sachverstand. Und in der Situation denken viele Menschen doch über das Auswandern nach. Und in diesem Video soll es darum gehen, ob Paraguay ein geeignetes Auswanderungsland sein könnte. Und aus unserer Sicht gibt es zumindest mal 6 gute Gründe dafür. Und der erste Grund soll das Wetter sein. Wir haben jetzt hier einen Tag, wie gesagt, im Februar 2023. Wir haben den Tag nicht besonders nach dem Wetter ausgesucht. Es ist ein ganz normaler Tag. Und wir haben hier gerade geschätzt etwa so 31 Grad im Schatten. Vielleicht auch 32, ich weiß es nicht. Ich stehe in der Sonne, da ist es definitiv wärmer. Und man kann schon sagen, dass ein Großteil des Jahres sehr, sehr angenehmes Wetter ist. Es wird, wenn es um das Wetter geht, meistens berichtet, dass es in Paraguay viel zu heiß wäre. Und das mag auch zutreffen, und zwar im Monat Januar, teilweise in den Februar hinein. Da ist es wirklich unangenehm heiß. Aber was macht man dagegen? Man bleibt halt in der Mittagszeit zu Hause, wenn es zu heiß wird, oder am frühen Nachmittag. Man hockt in der Wohnung und man klimatisiert sich die Wohnung auf eine angenehme Temperatur. Das ist eigentlich nicht anders als auch in Deutschland. Da werde ich im Januar, auch wenn ich drin bin, ein Gerät nutzen, um eine angenehme Temperatur drin zu erzeugen. Hier in Paraguay ganz genauso. Aber der Vorteil ist, dass es einfach sehr viele Monate im Jahr gibt, wo das Wetter richtig angenehm ist, wo es draußen 23, 25 Grad gibt und auch die Winter sind nicht so hart. Also von daher, das Thema Wetter ist für uns ein ganz, ganz klares Plus. Im Grunde kann ich es auf eine einfache Formel bringen. Wenn die Sonne scheint, habe ich gute Laune und hier scheint fast immer die Sonne. Auswandern leicht gemacht. Der Masterplan für dein neues Leben. Egal in welches Land du auswanderst, dieses Buch bereitet dich optimal vor, damit du keine wesentlichen Fehler machst. Darin sind Checklisten, Lifehacks und Musterbriefe zu finden. Den Bestelllink findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Grund Nummer 2 sind für uns die Steuern. Wir haben in Deutschland erlebt, dass die Steuerbelastung doch unerträglich hoch wurde. Da sind die Einkommensteuern und von dem bereits versteuerten Geld, wenn du was kaufst, musst du mal 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von weiteren Steuern, die in Summe noch einiges ausmachen. Sozialversicherung obendrauf, wenn du angestellt arbeitest. Und das hat uns persönlich ab irgendeinem Punkt keinen Spaß mehr gemacht. Wir haben jetzt in Paraguay die Situation, die Mehrwertsteuer beträgt 10%, was wir anständig finden. Also anständiger als die 19 in Deutschland oder in Österreich sind es mal nicht über 20. Wir haben eine Einkommensteuer, da kommt immer so ein bisschen drauf an. Also zunächst mal einige 100 € im Monat könntest du in Paraguay steuerfrei verdienen und musst dich noch nicht mal zur Steuer anmelden. Wenn du bestimmte Freigrenzen überschreitest, dann bist du steuerpflichtig, aber dann zahlst du 10% Einkommensteuer und wir reden hier von 10% nach Abzug aller Kosten. Das heißt, du kannst wirklich gucken, was hast du verdient, ziehst sämtliche Kosten ab, überall da, wo du eine steuerlich relevante Rechnung bekommen hast. Das bedeutet auch Supermarkt oder Tankstelle oder was auch immer. Und auf das, was dann übrig bleibt, da zahlst du 10% Steuern. Und wir finden das mehr als fair. Auslandseinkünfte können unter bestimmten Umständen auch steuerfrei sein. Das muss man genau prüfen dann, was es ist. Wenn du von hier aus Dienstleistungen erbringst im Internet oder so für Kunden in Deutschland, ist es nicht steuerfrei, dann musst du eben diese 10% bezahlen. Aber um die Rechnung nochmal aufzumachen, wenn du jetzt beispielsweise hier in Paraguay übers Internet oder auch
hier vor Ort irgendwie, sagen wir mal 2.000 Euro verdienst und du hast Kosten von 1.000 Euro, dann versteuerst du nur noch die 1.000 Euro und da zahlst du die 10% drauf. Also auf die Gesamteinkünfte sind das dann ja quasi nur noch 5%. So, wenn ich jetzt gesagt habe, 2.000 Euro verdienen im Internet oder vor Ort musst du schon gute Konzepte haben. Also viele Deutsche machen hier was mit Vermietung. Es gibt einige Gewerbetreibende, die funktionierende Businesses haben. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn du die Idee hast, nach Paraguay zu kommen, um dir hier irgendwie einen Job zu suchen oder irgendwie dich über Wasser zu halten mit irgendwelchen Arbeiten, dann lautet unsere ehrliche Empfehlung, lass es. Das wird nicht funktionieren. Paraguay ist ein Land für all diejenigen, die wissen, das Geld kommt aus Deutschland oder anderen Teilen der Welt. Man hat Mietzahlung aus Deutschland, man hat Rentenzahlung, man lebt von seinem Vermögen, was auch immer. Wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind oder man lebt von Einkünften im Internet natürlich auch, oder es gibt ja einige Angestellte, die arbeiten aus der Ferne für Firmen in Europa, das funktioniert auch sehr gut. Das sind alles Lebensmodelle, die hier funktionieren. Wer hier kommt und sagt, ich werde mir schon irgendwie eine Tätigkeit suchen, irgendeinen Job wird es ja wohl geben, vergiss es. Das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Aber für alle anderen ist Paraguay, was das angeht, wirklich paradiesisch. Das ist unser Grund Nummer 2. Niedrige Steuern. Ja, der Grund Nummer 3 für ein Leben in Paraguay aus unserer Sicht, das sind die Lebenshaltungskosten. Die Lebenshaltungskosten sind in Summe mit Sicherheit deutlich geringer als in Deutschland. Da muss man jetzt ein bisschen drauf gucken. Es gibt natürlich Dinge, die sind hier teuer, es gibt Dinge, die sind hier günstig und es gibt hier Dinge, die sind ähnlich teuer wie in Deutschland auch. Und die Frage ist immer, was für ein Leben führe ich gerade und wie stark konsumiere ich die jeweiligen Produkte. Nehmen wir mal ein Beispiel. Etwas, was hier teuer ist, ist das Thema Schule. Das Thema Schule bedeutet, wenn ich meine Kinder auf eine paraguayische Schule schicke, die normalerweise dann von der Qualität her mit europäischen Schulen sicherlich nicht vergleichbar ist, dann zahle ich nichts. Wenn es eine Privatschule ist, zahle ich wenig. Wenn ich die Kinder dagegen auf eine internationale Schule schicke, dann bin ich im Monat 500, $600 pro Kind los. Also wenn das die Rahmenbedingungen sind, dass jemand mit 4 Kindern kommt und alle sollen auf die Privatschule gehen, dann kann Paraguay ganz schön teuer werden. Ja, was ist noch teuer? Strafzettel im Straßenverkehr. Wenn du mal irgendwie im Überholverbot überholt hast und solche Delikte, dann kann es sehr schnell sehr teuer werden. Ungewöhnlich teuer für ein Land, in dem ja eigentlich alles günstig ist. Du hast auf der anderen Seite aber auch viele Produkte, die günstig sind. Also bei den teuren vielleicht nochmal, wenn ich bei Lebensmitteln mal weitermachen darf. Wenn es dir wichtig ist, dass es eben auch immer wirklich das Original Nutella sein muss, was aus Europa importiert wird oder aus Brasilien, und du zahlst dann für ein Glas, was wirklich nicht groß ist, deine 5, 6 Euro umgerechnet, ja, dann kann Paraguay ganz schön teuer werden. Wenn du aber auf andere Dinge guckst, wenn du zum Beispiel mal guckst auf die Dienstleistungen, seien das jetzt Busfahrten oder Massage, Friseur, solche Dinge, das sind alles Dinge, die sind hier extrem günstig. Für meinen Friseur zahle ich 20.000 Guarani, also etwa so 2,50 Euro, 2,60 Euro in der Größenordnung, und das gilt für so ziemlich alle anderen Dienstleistungen auch. Löhne sind günstig. Wenn dir die Hausarbeit über ist, du würdest mit Sicherheit einer Paraguayerin große Freude machen, wenn sie bei dir als Haushaltshilfe arbeiten dürfte. Ein typischer Lohn, wenn jetzt jemand halbtags kommt und halbtags für dich arbeitet, um alles in Ordnung zu bringen, sind vielleicht 50.000 Guarani am Tag. Da reden wir also etwa so über 6,50 Euro in der Größenordnung für 4 Stunden am Tag. Also das sind Dinge, die sind wirklich erfreulich günstig. Rindfleisch. Wenn du gerne Rindfleisch isst und dir abends ein schönes Steak auf den Grill packen möchtest, herrlich. Da zahlst du für ein Kilo deine 6, 7, 8 Euro, für ein Kilo wohlgemerkt. Und da hast du dann fantastische Preise. Und je nachdem, wie sich dann dein Warenkorb zusammensetzt, ist dein Leben in Paraguay vielleicht annähernd genauso teuer wie in Deutschland, wenn du viele Kinder hast und alle gehen sie auf Privatschulen. Es kann aber genauso gut die Hälfte der Lebenshaltungskosten geben oder auch ein Drittel, je nachdem, was du für einen Warenkorb hast. Die Frage ist auch, wo du wohnst. Wenn du ländlich wohnst, ist es natürlich sehr günstig. Wenn du städtisch wohnst, irgendwo in Asunción, dir ein schönes Haus mieten willst, bist du auch deine 1.000, 1.500 Euro oder Dollar los. Also das ist dann keine Ersparnis. Ja, wir sind hier gerade am Strand in San Bernardino. Es ist Sonntagnachmittag, die Jugend feiert und da kommen auch gerne mal Autos mit dicken Lautsprecherboxen und machen hier ein bisschen Krach. Ich hoffe, man hört mich noch ausreichend.
Aber das gehört ja auch dazu. Ab Montag ist es wieder ruhig für die nächsten 6 Tage, das ist mal sicher. Unser Thema Nummer 4 sind Geldanlagen. Wir haben in den beiden vorigen Themen gehört, du zahlst in Paraguay erheblich weniger Steuern als in Deutschland. Das heißt, es bleibt schon mal mehr übrig von dem Einkommen. Und obendrein zahlst du je nach Lebensweise, je nach Portfolio, Warenkorb, zahlst du einfach weniger Lebenshaltungskosten. Das heißt, es bleibt dir am Ende des Tages auch mehr übrig und das Geld kannst du dann irgendwo anlegen. Jetzt kennen wir das aus Deutschland so, Geldanlage bedeutet, du bist schon dankbar, wenn dir eine Bank irgendwie 0,5% Zinsen gibt. Oder du kaufst irgendwie Aktienfonds und hoffst aufs Beste, dass die Börsen nicht abstürzen, aber es ist alles nicht so ganz einfach. Das ist in Paraguay ein bisschen anders. Es gibt in Paraguay durchaus Anlagen, die bieten dir noch über 10% Zinsen oder auch 7% oder 8%. In jedem Fall Zinssätze, mit denen man irgendwie auch eine Altersvorsorge aufbauen kann. Also das ist ein sehr, sehr positiver Punkt. Aber man muss auch fairerweise sagen, Paraguay ist ein Land, wo sehr viel Geld verzockt wird, weil es einfach sehr viele unseriöse Anlagen gibt. Und der Gedanke, du kommst her, du findest irgendeine Anlage, die dir viele Prozente verspricht, du kaufst diese Anlage und alles geht gut, du hast es vielleicht gar nicht richtig geprüft, das ist im Normalfall ein Trugschluss, das funktioniert so nicht. Ja, es gibt tolle Anlagen, aber die Empfehlung lautet ganz klar, wenn du in Paraguay bist, dann informiere dich sehr, sehr intensiv, mache nichts überschnell und voreilig, sondern ja, informiere dich gut, lies das ganze Kleingedruckte, das ist wichtig, informiere dich, was haben andere Kunden damit erlebt, guck im Internet und wenn du das alles recherchiert hast und dann nach einer intensiven Prüfung rauskommt, das ist eine gute Anlage, dann kannst du aktiv werden, aber auch nur dann. Und dann wirst du im Normalfall auch wirklich gute Anlagen erwischen können. Das ist ein Thema für sich, Geldanlagen. Also ich belasse es hier mal mit der Aussage, du kannst in Paraguay noch gute Renditen erzielen. Das hat ganz simple Gründe. Die simplen Gründe sind, dass die Bevölkerung in Paraguay einfach wächst. Es werden immer mehr. Alle 10 Jahre irgendwie 1 Million Menschen mehr. Das heißt natürlich, dass langfristig auch mehr Nachfrage entsteht. Und ein Land, was im Wachstum ist, wo Nachfrage entsteht, da gibt es auch gute Investitionsmöglichkeiten. Und parallel dazu, zu der steigenden Bevölkerung, ist es auch so, die Paraguayer werden im Durchschnitt wohlhabender. Im Durchschnitt. Ich will nicht sagen, dass es keine Armut gibt in Paraguay. Natürlich gibt es die. Aber wenn du die Paraguayer fragst, ob es ihnen heute besser geht als vor 10 Jahren, sagt eigentlich so ziemlich jeder Paraguayer, ja, es geht mir heute besser. Das heißt, die vor 10 Jahren weniger hatten, die haben heute einen Fernseher und eine Waschmaschine und andere Dinge und haben empfunden eine höhere Lebensqualität. Und durch diese Nachfrage wächst die Wirtschaft auch einfach. Also das sind gute Argumente dafür, dass dieses Wachstum in Paraguay noch eine Weile so weitergehen wird. Und nur der hier ist und sich damit gut beschäftigt hat und auch auskennt, der kann an diesem Wachstum auch wirklich partizipieren. Ja, das ist Nummer 4, der aus unserer Sicht für Paraguay spricht. Ja, Sonntagabend, 5:45. Es ist wirklich eine chillige Atmosphäre hier so in San Bernardino am Strand des Ipacaraí-Sees. Wir gucken von hier aus den Leuten zu, die da mit ihren Scootern über den See heizen. Also auch für Wassersport ist hier ausreichend gesorgt. Aber zu Grund Nummer 5. Grund Nummer 5 ist für uns die, ja, wie soll ich das mal sagen, die empfundene größere Freiheit. Und das ist jetzt ein ganz interessanter Begriff, weil jeder empfindet Freiheit anders. Ein Ansatzpunkt wäre zu sagen, Freiheit, das ist die Abwesenheit von überbordenden Vorschriften. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe mir vorhin noch mal die Mühe gemacht und habe mal auf Focus Online geguckt. Also alles, was ich jetzt erzähle, stammt aus Focus Online und sind reale Beispiele für mögliche Bußgelder in Deutschland. Beispiel Nummer 1. Wenn du dein Auto laufen lässt, während du die Scheiben freikratzt, dann kann es ein Bußgeld geben von 80 Euro. Beispiel Nummer 2, wenn du deinen Personalausweis nicht rechtzeitig verlängerst, dann kann dich das bis zu 3.000 Euro kosten. Hast du das gewusst? Wahrscheinlich nicht. Das sind immer die Extremfälle. Das heißt, es heißt nicht, für jeden überzogenen Personalausweis kostet es 3.000 Euro, aber die Behörden haben das Recht, dir bis zu 3.000 Euro Strafe reinzudrücken. Wenn du bis zum 31. Januar deine neue Grundsteuererklärung nicht abgegeben hast für deine Immobilie, was einige Millionen Deutsche betrifft, dann kann das bis zu 25.000 Euro kosten. Und den Vogel abgeschossen hat einen Bericht von heute von Focus Online. Wenn du zwischen dem 1. März und dem 30. September deine Hecke schneidest, dann kann das ein Bußgeld nach sich ziehen von bis zu 100.000 Euro. Nochmal, Hecke schneiden nach dem 1. März kann bis zu 100.000 Euro kosten. So, und da sage ich an der Stelle, das halte ich einfach für ganz großen Schwachsinn.
Es geht nicht um die Frage, ob die Regelung an sich sinnvoll ist. Hecke schneiden nach dem 1. März, da brüten Vögel, die möchte man schützen. Das macht ja schon Sinn, da irgendwie vielleicht eine Regelung zu erlassen. Das ist ja in Ordnung. Aber 100.000 € maximal dafür, dass ich eine Hecke geschnitten habe, geht's noch? Das ist das, was uns in Deutschland richtig auf den Keks geht. Wenn du ein neues Haus bauen willst, du hast heutzutage x Vorschriften, du musst draußen auf die Fassade so und so viel BASF draufkleben, irgendwelche Dämmplatten oder so. Und viele Vorschriften machen einfach keinen Sinn oder sind nicht am Einzelfall ausgerichtet, sondern eine Vorschrift ist ja immer für alle. Und es gibt viele Fälle, wo die Vorschrift einfach Blödsinn ist. So, und das ging uns in Deutschland gehörig auf den Keks. In Paraguay erleben wir das nicht. In Paraguay haben wir, was das angeht, doch weitgehende Freiheiten. Es gibt Vorschriften und ich will nicht sagen, dass jede Vorschrift in Deutschland schlecht ist, aber ich kann schon sagen, dass uns persönlich ein Leben mit weniger Vorschriften und mehr Freiheiten einfach besser gefällt. So, das ist ein Punkt. Was weitere Aspekte von Freiheit angeht, das ist natürlich dann die finanzielle Freiheit. In Deutschland kommt es immer mehr dazu, jetzt auch durch steigende Energiekosten, dass du ja um deinen Lebensunterhalt einfach kämpfen musst. Dass es einfach verdammt schwierig ist, wenn du ein normales Einkommen hast, du bist vielleicht noch Alleinverdiener, sollst eine Familie mit 2 Kindern durchbringen und der Staat drückt dir ständig neue und höhere Kosten rein. Wie lange soll denn das gehen? Irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und bei den hiesigen Lebenshaltungskosten, das war für uns ein ganz wichtiger Grund auszuwandern. Wir haben gesagt, wir haben noch Mieteinnahmen aus Deutschland. Mit den Mieteinnahmen geht uns das hier in Paraguay definitiv gut, komme was wolle. Und so ist es dann auch. Und von daher ist das das, was wir als Freiheit empfinden. Wir haben von Bauen gesprochen. Wenn du im ländlichen Bereich bauen solltest, also nicht im urbanen, städtischen Bereich, dann bist du im Grunde auch, dann hast du ziemlich eine Narrenfreiheit. Willst du eine Pyramide bauen? Ja, mach doch. Bau dir deine Pyramide, keine Ahnung, was du da alles bauen möchtest, aber es ist in Ordnung. Im städtischen Bereich ist es ein bisschen anders. Da hast du schon ein paar Vorschriften bezüglich der Grundstücksgrenzen und Höhe der Bebauung und sowas. Da gibt es Regelungen, die ja auch Sinn machen. Da will ich gar nicht drüber meckern, ne? Also alles in allem kann man sagen, viele kommen nach Paraguay, um hier ihre Freiheit zu finden und das gelingt im Normalfall auch, aber jeder versteht unter Freiheit irgendwie doch etwas anderes. Das ist ein ganz interessanter Effekt hier. Ja, ich sitze hier auf solchen Fitnessgeräten. Das ist jetzt hier wiederum am Strand von Ipacaraí. Die sind an verschiedenen Stellen in Paraguay aufgebaut, damit die Bevölkerung sich allgemein fit halten kann. Ich finde das wichtig, das mal zu zeigen, weil viele sitzen in Deutschland und sagen, Paraguay ist ja dritte Welt. Ganz ehrlich, wenn das jetzt alles dritte Welt ist hier, dann fühlt sich dritte Welt ziemlich gut an. Wir sitzen hier auf Fitnessgeräten für die Allgemeinheit. Da hinten fahren die Scooter über den See. Kannst du auch nochmal aufnehmen, Lia. Da liefern die sich ihre Rennen. Und wenn es um diese Frage geht, ob Paraguay dritte Welt ist, wir sagen immer ganz gerne, Paraguay ist die erste, die zweite und die dritte Welt in einem. An manchen Stellen, ja, ist es dritte Welt. Wenn du hier manchmal irgendwelche Wellblechhütten siehst oder sowas, das ist schon dritte Welt. Aber du hast auch ganz, ganz viel erste Welt und ein bisschen zweite Welt. Und du hast die Möglichkeit zu entscheiden, in welcher dieser Welten du leben möchtest. In die dritte Welt würdest du als Europäer wahrscheinlich nicht ziehen, in die zweite wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man sich die erste Welt hier anguckt, wir kennen alle einen Effekt, als Deutschland wiedervereinigt wurde, ab 1990. Da brach in Ostdeutschland ein unglaublicher Bauboom aus. Und wenn ich jetzt so an die Jahre denke, 1995, 2000, und du bist in Ostdeutschland durch die Städte gefahren, die waren alle schicker, moderner, die hatten moderne Tankstellen, die hatten die modernen Einkaufszentren, die wir im Westen damals so nicht hatten. Na klar, weil das alles neu gebaut war. Und das ist genau der Effekt, den wir in Paraguay auch spüren. Die Einkaufszentren hier, die sind im Durchschnitt maximal 10 Jahre alt. Also einige 2, 3 Jahre alt. Die sind schick und nagelneu. Du hast überall nagelneue Tankstellen mit Supermarkt und mit Gastronomie noch dabei. Super sauberen, modernen Toiletten. Also vieles in Paraguay ist von der Infrastruktur her einfach moderner als in Deutschland. Und das ist sehr, sehr angenehm. Noch ein Beispiel. Ja, wenn ich spreche von Infrastruktur und von wegen dritte Welt oder nicht. Wir reden beispielsweise über das Thema Internet. Internet in Deutschland kennt ihr alle, ihr wisst, wie es ist. Man erwartet denn von Ländern wie Paraguay, dass das Internet da vielleicht ein bisschen zurückgeblieben ist. Weit gefehlt. Wir haben jetzt hier einen Ort San Bernardino. Wir können hier bei dem einen Anbieter bis 300 Mbit Downloadgeschwindigkeit beantragen, beim anderen 400 Firmen bis zu 1000 Mbit Downloadgeschwindigkeit. Das ist hier jetzt in diesem Bereich alles Glasfaser. Ganz zentral. Asunción und sowas und die größeren Städte haben alle Glasfaser. Wenn du ländlich wohnen willst, okay, dann sieht es anders aus. Dann kann es sehr, sehr schwierig werden. Ja,
das ist ein Aspekt, der ist auch nicht zu verachten. Also das fühlt sich nicht an wie dritte Welt, ganz ehrlich nicht. Ja, der sechste und letzte Punkt heute soll sein die Lebensqualität. Jetzt ist Lebensqualität etwas, was von Menschen sehr unterschiedlich empfunden wird. Was heißt Lebensqualität genau? Wir hatten eben über das Thema Freiheit gesprochen. Das hat sicherlich schon ganz viel mit Lebensqualität zu tun. Aber sagen wir einfach mal, wenn man alles in Lebensqualität mit einbezieht, auch die Qualität der Straßen und der Bürgersteige und diese Dinge, dann hat Deutschland die Nase vorn. Das muss man so sagen. Dann hat Deutschland dieses Niveau und Paraguay vielleicht nur dieses Niveau. Aber was uns aufgefallen ist, die Stimmung der Menschen, die hängt nicht vom absoluten Niveau ab, sondern von der Tendenz. Und wenn du in Deutschland mit den Menschen sprichst, dann stellst du fest, die Dinge werden schlechter. Vieles wird schlechter. Die Straßenqualität wird schlechter, die Brücken werden schlechter, die Politik wird definitiv schlechter und die Wirtschaft wird schlechter. Unser Außenhandelsüberschuss ist dahin, unsere Energieversorgung ist jetzt irgendwie gefährdet. Also wir haben viele Punkte, wo es in Deutschland einfach abwärts geht. Und das ist in Paraguay exakt umgekehrt. In Paraguay wird alles besser. Du gehst an irgendeinen Ort, wenn ich jetzt hier die Promenade lang gucke, hier vorne ist eine schöne Soundinstallation, die wurde da vor 2 Jahren gemacht. Wir haben eben bei der zweiten Einstellung auf so einer Schaukelbank gesessen, so aus Eichenholz war es, glaube ich, oder war es Lapacho, ich weiß nicht welche Holzart, aber diese Bänke, die sind auch erst letzte Saison hierher gekommen. Das heißt, jede Saison kommt irgendwas Neues und macht den Bereich hier schöner. Als wir kamen, haben wir nach Internetverträgen geguckt, da gab es teilweise noch Volumenverträge. Wir hatten also keine so dollen Geschwindigkeiten und wussten, wir müssen mit 50, 60, 70 oder 100 Gigabyte im Monat Download-Volumen hinkommen. Ne? Ja, mittlerweile ist Internet mit Glasfaser und wir haben hier 300, 400 Mbit Downloadgeschwindigkeit. Wir haben übrigens 120 Mbit bei uns zu Hause und wir zahlen dafür in etwa 12 Euro. Das ist eine Promotion. Ja, aber gut, 12 Euro für 120 Mbit Glasfaser, was willst du sagen? Also das ist besser geworden. Wir haben eine Tour gemacht 2018 von uns aus Richtung Ciudad del Este. Wir haben damals für die etwa 300 Kilometer rund 6 Stunden gebraucht. Eine Holperstraße ohne Ende und Stände und Läden am Straßenrand und Bodenwellen und sowas. Katastrophale Straßenverhältnisse, viel Straßenverkehr, Trecker vor dir und so. Es hat keinen Spaß gemacht. Mittlerweile ist da eine Autobahn. 2 Spuren pro Richtung. Ich weiß gar nicht, wie schnell man darf, aber naja, wir haben noch keine Kontrollen gesehen bisher und es sind 2 Spuren pro Richtung. Du hast da quasi null Verkehr, da sind keine Staus. Du bist weitgehend alleine mit dir auf der Straße und du fährst die Strecke jetzt in einem Bruchteil der Zeit, die du noch in 2018 gebraucht hast. Also das ist eine Entwicklung. Und das ist ein Thema, was wir als Ganzes wahrnehmen. Ich will es mal so formulieren. Du hast, wenn du in Deutschland lebst, wir haben das so empfunden, das ist nur persönliche Meinung, nicht allgemeingültig, aber wir haben das so empfunden, wir haben ja eine Art emotionalen Vertrag mit dem Staat. Wir zahlen eine Menge Steuern und der Staat bietet uns dafür eine gute innere Sicherheit, eine hervorragende Infrastruktur, er bietet ein gutes Schulsystem und vieles andere, was eben von unseren hohen Steuern bezahlt wird. Und der Gedanke war, naja, das ist ein Paket, das ist in sich genommen, okay, das passt. Und Paraguay hatte damals vielleicht ein Paket, es gab diese ganzen besonderen Leistungen nicht. Die innere Sicherheit war vielleicht nicht so gut, obwohl so schlecht war sie auch nicht. Aber das Schulsystem ist definitiv nicht gut und die Infrastruktur war sehr, sehr schlecht. Und dafür zahlte man damals keine Steuern. So war es früher mal. Aber seitdem sind viele Jahre ins Land gegangen. Paraguay hat mittlerweile Steuern. Ich habe das vorhin ja schon erläutert, was an Steuern zu zahlen ist. Und die Steuern sind im Vergleich zu europäischen Ländern eben verschwindend gering. Das darf man, glaube ich, sagen. Und das Paket, was wir mittlerweile in Paraguay bekommen, ist gut, ist wirklich gut. Also wie gesagt, Internet ist schnell geworden, Straßen sind schnell geworden. Zum Thema Gesundheitsversorgung vielleicht. Gesundheitsversorgung, du hast in Deutschland wie in Paraguay ein gesetzliches und ein privates System. Und ich will das mal vielleicht pauschal beurteilen jetzt. In Deutschland ist die Qualität des gesetzlichen Systems an sich gut. Wir haben gute Ärzte in Deutschland. Die Organisation und Wartezeiten ist mittlerweile in vielen Bereichen katastrophal. In Paraguay ist das gesetzliche System überwiegend in beiden Bereichen schlecht. Aber wenn du als normaler Mittelklassebürger aus Deutschland nach Paraguay kommst, dann hast du Zugang zu dem privaten System. Das heißt, du kaufst dir eine private Krankenversicherung. Wir zahlen für 4 Personen etwa 200 Euro im Monat, in Summe für 4 Personen. Und damit haben wir Zugang zu den besten Krankenhäusern des Landes. Und die besten Krankenhäuser des Landes können sich ohne weiteres messen lassen mit den deutschen Krankenhäusern,
was die ganzen Apparate angeht. Das, was ich in Paraguay kennengelernt habe, war moderner als das, was ich aus Deutschland kennengelernt habe. Und von der Organisation war das, was ich bisher kennengelernt habe, um Lichtjahre besser als das, was in Deutschland organisiert wird. Das ist eine echte Wahrheit aus 2023. Also dieses Thema, dass wir hier einfach keine Steuern zahlen, aber auch nichts dafür kriegen, das ist nicht mehr so. Mittlerweile ist Paraguay und sind auch die meisten anderen Länder Lateinamerikas, das sei am Rande erwähnt, sind mittlerweile auf einem ganz anderen Niveau, als wir in Europa uns das vorstellen. Wir sitzen manchmal in Europa und denken, hey, wir haben das so toll hier und woanders leben die Menschen auf Bäumen. Nein, es ist nicht so. In manchen Bereichen, jetzt Internetgeschwindigkeiten, haben uns andere Länder abgehängt. Uruguay zum Beispiel ist da Deutschland schon weit voraus. Paraguay in vielen Bereichen, mal abgesehen vom ländlichen Bereich, auf Augenhöhe mindestens. Und ja, wie gesagt, das hängt immer von der Zone ab. Vielleicht hast du in Deutschland auch im ländlichen Bereich dann noch eine gute Verbindung und Paraguay nicht mehr, das will ich nicht ausschließen. Aber dass du jetzt hier in ganz zentral, also Asunción und den ganzen Großraum in Städten wie Ciudad del Este, Encarnación, in San Bernardino, überall da bekommst du Glasfaser mit einigen 100 Mbit Downloadgeschwindigkeit. Und das ist einfach sehr angenehm. Und ja, also von daher, die Lebensqualität hat sich deutlich verändert in Paraguay. Man kann hier mittlerweile im Jahre 2023 sehr, sehr gut leben. Und was wir persönlich genießen, das ist einfach die gute Stimmung, weil die Menschen merken, jedes Jahr ist besser als das vorhergehende. Ja. Natürlich hat Paraguay auch negative Seiten. Das möchte ich nicht kleinreden. Paraguay ist gewiss kein Paradies ohne Probleme. Das ist Blödsinn. Jedes Land hat seine Vor- und seine Nachteile, keine Frage. Und wir haben über die Nachteile Paraguays auch in anderen Videos schon umfangreich gesprochen. Die Frage ist einfach, welche Vorteile sind für dich relevant und welche Nachteile sind für dich relevant. Und je nachdem, was für dich zählt, kann Paraguay ein Land für dich sein oder auch nicht. Solltest du dich für Paraguay entscheiden, dann würden wir uns freuen, wenn du eines Tages mal Kontakt aufnimmst. Wir stehen ja, dir gern zur Verfügung. Du weißt, wir bieten auch Beratungsgespräche an. Die findest du auf unserer Webseite, die nochmal unten eingeblendet wird. Und ja, dann freuen wir uns drauf, dich mal persönlich kennenzulernen. Dich und deine Ziele und Wünsche und Träume in Paraguay. Liebe Grüße, herzliche Grüße und alles Gute für dich, egal ob in Deutschland oder in Paraguay. Paraguay. Pioniere.